Hi everyone. Today we have the top 5 tips for Queenstown, which is a world famous town on New Zealand's South Island, New Zealand's adventure capital. This is a German and English episode, so you get the best of both worlds, learn a bit of German or English along the way. Enjoy! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holy Sheep Neuseeland. Heute gibt's die Top 5 für Queenstown, eine weltberühmte Kleinstadt auf der Südinsel Neuseelands. Eine deutsch-englische Folge, bei der ihr wieder ganz entspanntes Kiwi-Englisch genießen könnt und wir parallel alles auf Deutsch übersetzen. Es geht auf Berge, an Flüssen entlang, auf ein Boot, auf den Golfplatz und in den Garten. Am Ende gibt's was auf die Ohren, ein Hörgeschenk für euch. Viel Spaß! Okay, the time has come for another really special episode. We have a actual Kiwi as our guest today, and he's going to give us his 5 favorite places in and around Queenstown. Yeah, Queenstown today, if you're visiting New Zealand, you've probably heard about it. It's one of the big tourist magnets in the South Island. Some people say it's like New Zealand's Switzerland. Germans like to compare everything to Switzerland. But yeah, it's got the big mountains and the lakes. It is a very beautiful area. A little different to Switzerland perhaps is that there's only about 12,000 people live there, but it receives almost 2 million tourists every year. Yeah, Queenstown is most well known as being the mecca for adrenaline junkies. But for our guest today, it's where he grew up. It's his home. He's one of the few people that was born in Queenstown and grew up there. So here he is, my dad. Golfer, Grandpa and all-round top bloke. Robert Cook. Es ist wieder soweit, eine ganz besondere Folge. Wir haben einen waschechten Neuseeländer zu Gast, der uns seine 5 Lieblingsorte in Queenstown verrät. Queenstown ist die Schweiz Neuseelands, gelegen am See und umrandet von spektakulären Bergen. Das Besondere, es gibt knapp 12.000 Einwohner und es kommen jährlich 2 Millionen Touristen. Also 2 Millionen Touristen auf 12.000 Einwohner. Queenstown ist das Mekka für Adrenalin-Junkies. Für meinen heutigen Gast ist es aber einfach nur sein Zuhause. Denn er ist einer der wenigen Menschen, die in Queenstown geboren und aufgewachsen sind. Hier ist mein Schwiegervater, Bauingenieur und passionierter Golfer. Herzlich willkommen, Robert Cook. Hi, Jenny and Chris. Well, I've decided to do things that are not particularly adventurous because not everybody likes to jump out of an aeroplane, and so I've chosen activities for those who enjoy the beauty of a place and a little peace and quiet. Ich habe mich entschieden, 5 Lieblingsorte in und um Queenstown herum zu nennen und deshalb möchte ich heute Orte vorstellen, die nicht unbedingt etwas mit Abenteuer zu tun haben, denn nicht jeder springt gerne aus dem Flugzeug. Deshalb habe ich mich entschieden, Aktivitäten in Queenstown für Menschen vorzustellen, die die Schönheit des Ortes genießen wollen und eine ruhige und friedvolle Umgebung schätzen. First thing I've chosen is in Queenstown itself is a ride on the steamship, the Earnslaw. Now, the Earnslaw has been on the Lake Wakadip since 1912 and still does trips daily around the lake. Nummer 1. Mein erster Tipp. Direkt in Queenstown ist das Dampfschiff die Earnslaw, das auf dem See Wakatipu seit 1912 fährt und immer noch tägliche Touren anbietet. They do a lovely 1.5 hour trip that looks around various corners of Lake Wakadip and just is a chance to take in all of the beauty of the mountains and the serenity, really, of the quietness of the lake, being away from all of the hustle and bustle and the jet boats and aeroplanes that are often associated with Queenstown. If you can get an evening cruise, it would just be it's just magic. Die Fahrt dauert 1,5 Stunden und man kann hier wundervoll die Berge genießen und die wundervolle Umgebung rund um Queenstown. Weit genug entfernt von den Motorbooten und Flugzeugen, die mittlerweile die Geräuschkulisse in Queenstown prägen. Besonders empfehlenswert ist ein Ausflug zur Abendzeit, denn da könnt ihr den Sonnenuntergang sehen.
The second one I've chosen is another one just right basically in the town of Queenstown. It's just to walk around the botanical gardens there. There's a lovely pond in the middle of the gardens with a little fountain, a bridge over the pond, and depending on the time of year, beautiful rose garden, lilies on the pond, ducklings in the pond. There's a little bowling green there and a tennis court. There's a ice skating rink there as well. Beautiful. And from all around, views of the mountains and the lake. Mein zweiter Tipp liegt genau in der Mitte von Queenstown. Ein Spaziergang durch den botanischen Garten von Queenstown. Es gibt einen Teich, über den eine kleine Brücke führt und in der Mitte ist ein Springbrunnen. Es gibt zu jeder Jahreszeit etwas anderes zu sehen. Einen wunderschönen Rosengarten, Seerosen und Enten im Teich. Da ist ein Tennisplatz und das alles inmitten von wunderschöner See- und Bergkulisse von Queenstown. So those are two things that can be done from Queenstown and with very little effort. You can do those in your street shoes. Two more that would really require a bit more effort and a good pair of tramping shoes, tramping boots, walking shoes. Diese ersten beiden Aktivitäten kann man sehr gut in ganz normalen Straßenschuhen machen. Für die nächsten Tipps braucht man aber Wanderschuhe. The first is to walk up Lomond, which is a hill, a mountain, small mountain, a hill really, just beside Queenstown. It rises about 1,700 metres above the town and is a good day's walk really, up and back. Again, beautiful views. You have to take care of what the weather's going to do. Summertime is better. Wintertime could be quite tricky really because the weather changes quite quickly. Tipp Nummer 3, Lomond, ein Hügel, eher ein Berg, gleich neben Queenstown, 1700 Meter über der Stadt. Ein sehr schöner Tagesspaziergang mit tollen Aussichten. Man muss immer auf das Wetter achten. Im Sommer ist es überhaupt kein Problem, aber im Winter kann sich das Wetter schnell ändern. A tradition that used to be followed years ago, I'm not quite sure whether it still is, people used to walk up in the evening on New Year's Eve, that it would be light until 9:30 or 10 o'clock. Spend the night at the top of the mountain, top of Lomond, and then welcome the new year as the sun rises over the Remarkables. I've never done it, but maybe I should stick that on my own bucket list, that one. Eine Tradition ist, dass Menschen am Silvesterabend hochlaufen. Bis 9:30 ist es dort hell und man kann die Nacht auf dem Berg verbringen und dann begrüßt man im Morgen das neue Jahr, wenn die Sonne über den Remarkables aufgeht. Ich habe es noch nie gemacht, aber ich sollte es auf meine Liste der Dinge setzen, die ich unbedingt noch im Leben machen möchte. My next suggestion is another one that takes a bit of a hike, a bit of a walk. And this one starts in Arrowtown. You can just get the local bus from Queenstown to Arrowtown and then start at the Arrow River, just at the back of the town of Arrowtown, and walk to Macetown. Tipp 4. Für meinen anderen Tipp muss man etwas wandern. Er startet in Arrowtown. Du kannst einfach den Bus von Queenstown nach Arrowtown fahren. Das sind ungefähr 20 Kilometer nordöstlich von Queenstown. Dort kannst du immer am Fluss entlang nach Macetown, 11 Kilometer nördlich von Arrowtown, wandern. Also für euch kleine Anmerkung, wenn man in Queenstown ist, dann ist Macetown ungefähr 26 Kilometer nordöstlich von Queenstown und genau in der Mitte liegt Arrowtown. Whereas Lomond is up quite a high, vertically high walk. The Macetown walk is pretty flat. It just follows the river. And in fact, you cross the river, I'm not sure, 20 times on the way there and 20 times on the way back. It's not a large river, but most adults will be walking through at least knee height and many of those river crossings. Im Vergleich zu Lomond ist diese Wanderung ziemlich flach, immer nur den Fluss entlang. Man muss den Fluss ziemlich oft überqueren. Once you get to Macetown, find an old abandoned gold mining town. As with a lot of miners that came to the district in
the mid-1800s. They brought with them seedlings and, I guess, of European trees. The native flora around there is pretty stark, pretty brown, but with all of the deciduous trees that were brought in by the miners in autumn, it's just spectacular, the colours through there. Wenn du in Maystown angekommen bist, wirst du sehen, dass es sich um eine alte, verlassene Stadt der Goldgräber handelt. Die Goldgräber haben damals viele Samen von europäischen Bäumen mitgebracht und so leuchten dort im Herbst alle Bäume in den allerschönsten Farben. My fifth suggestion is golf. I love playing golf. In New Zealand, golf is a very accessible game. And in Queenstown, you can play a couple of 9-hole courses for as little as, well, there's one at Frankton, which is just about 6 kilometres from the centre of Queenstown for $20. Mein 5. Tipp in Queenstown ist es, Golf zu spielen. Denn in Neuseeland ist Golf für jeden leicht zugänglich und keine elitäre Sache. In Queenstown kann man einige Runden Golf auf einem 9-Loch-Platz spielen, zum Beispiel in Frankton. Das ist ein Vorort von Queenstown. Das Ganze kostet $20 und ist für jeden erschwinglich. There's a couple of small other 9-hole courses, one at each end of Lake Wakatip, where you can play for a mere $10 for a round. The Frankton golf course, you can hire gear, but the other 2 smaller ones you can't. You have to bring your own clubs and so forth. Das sind noch 2 andere Golfplätze, jeweils an den Ufern des Sees Wakatipo. Da zahlt man nur $10 für eine Runde. In Frankton kann man die Ausrüstung leihen, bei diesen anderen beiden muss man sie mitbringen. So I hope that you've been able to get some idea of how to enjoy Queenstown away from the hurly-burly of the life that we live at the moment, and can enjoy the serenity and the beauty of the town. And thanks, Jenny, and thanks, Chris, for the chance to talk about these things from my hometown and to look at it from the point of view of enjoying the place rather than enjoying the man-made spectacle that is Queenstown. Thanks. So, ich hoffe, dass ihr eine Vorstellung davon bekommen habt, wie man Queenstown genießen kann, ohne dieses permanente Unterhaltungsprogramm, die Schnelllebigkeit, in der wir heute leben. Ich hoffe, ihr könnt diese wundervolle Stadt einfach nur genießen und vielen Dank für die Möglichkeit, über meine Heimatstadt hier zu sprechen und es aus dem Blickwinkel zu betrachten, diesen Ort zu genießen und nicht nur seine Touristenattraktionen. Vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank, Robert. Ich kann nur sagen, ich habe einen neuen Punkt auf unserer Bucketlist. Silvester auf dem Ben Lomond verbringen. Kleiner Funfact, als ich mal im April, also im Herbst, einen Tagesausflug auf diesen Berg gemacht habe, bin ich noch im schönsten T-Shirt-Wetter unten losgelaufen und oben auf dem Berg lag dann Schnee. Man kam gar nicht mehr voran. Es gab einen Schneesturm und wir hatten nichts mehr zu essen. Noch mehr Top 5 für die Südinsel gibt es in Episode 18 und für die Nordinsel in Episode 8, falls ihr da noch mehr Tipps braucht. Außerdem findet ihr die Sammlung aller Lieblingsplätze auf www.holysheep.de nochmal zum Nachlesen. Und wenn ihr jemanden kennt, der einen Neuseeland-Urlaub plant oder in Neuseeland lebt, schickt ihm doch einfach mal unseren Podcast vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören, bis nächste Woche und viel Spaß mit unserem Hörgeschenk, denn Robert hat uns ein paar Geräusche aufgenommen während der Flusswanderung von Arrowtown nach Maystown. Viel Spaß damit.